Ja, hallo Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo hier im H0 Detailwerk. Diesmal habe ich mich wieder mit einem Fahrzeug beschäftigt. Es ist der VT614 von Fleischmann. Hier der Zwischenwagen. Wie ihr seht, gucken da schon Kabel raus, die da nicht hingehören. Auch am Drehgestell ist etwas, was sich im Original nicht findet. Ja, ich habe an dem Fahrzeug wieder einen neuen Motor eingebaut. Ich habe, was ganz wichtig ist, die Stromabnahme verbessert, die Glühlämpchen gegen LEDs ausgetauscht und ein paar Fahrgäste eingesetzt. Das Ganze zeige ich euch nun im Folgenden. Wenn ihr Fragen habt, nutzt bitte das Kommentarfeld. Wenn ich Links anspreche im Video, die findet ihr dann unten im Text unter dem Video. Ja, dann viel Spaß dabei und ich sage mal Tschüss, bis demnächst wieder hier im H0 Detailwerk. Für eine bessere Stromversorgung habe ich mittels zweipoliger Steckverbindungen die Stromabnahme aller Fahrzeuge miteinander verbunden. Denkbar wären auch mehrpolige Ausführungen, um zum Beispiel im Digitalbetrieb mit nur einem Decoder auch das Spitzen- und Schlusslicht des Steuerwagens zu schalten. Bedingt durch das gewählte Maß der Buchsen und Stecker von nur 1,27 mm ist das Löten eine recht fummelige Angelegenheit. Zum Fixieren habe ich entweder doppelseitiges Klebeband oder auch auf ein Brett geschraubte Wäscheklammern genommen. Die Bohrlöcher für die Buchsen an den Wagenenden werden so markiert, dass sie knapp oberhalb des Wagenbodens liegen. Mit Handbohrer, Cuttermesser und einer feinen Feile arbeiten wir uns langsam an das richtige Maß für die Buchse heran. Die hier verwendeten dünnen Kabel ebenso wie die Stecker und Buchsen habe ich beim Modellbau Schönwitz bezogen, lassen sich aber bestimmt auch bei anderen Anbietern von Elektronikzubehör kaufen. Die Buchsen werden nun mit einem Tropfen Sekundenkleber an den Außenwänden gesichert. Auch die Kabel werden so am Wagenboden fixiert. Mit dem Anlöten der Kabelenden, rechts und links bzw. Plus und Minus beachten, ist die erste elektrische Verbindung hergestellt. In einem weiteren Arbeitsschritt habe ich die Buchsen endgültig befestigt, so dass sie beim Zusammenstecken nicht durch die Wagenwand gedrückt werden. Ein schnell aushärtender Zwei-Komponenten-Kleber ist dafür gut geeignet. Leider besitzt er so gute Kriecheigenschaften, dass er auch das Innere der Buchse verklebt und die Stecker nicht mehr passen. Darum bei Minute 1,30 schon der Hinweis, dass unbedingt ein passender Schrumpfschlauch aufgezogen werden muss. Mir hat der Fehler einige zusätzliche Bastelminuten beschert. Fleischmann bietet für den Mittelwagen zusätzliche Radschleifer zur Stromversorgung für die Innenbeleuchtung an. Hätte ich bestellen können, aber da ich Stromabnehmer zu meinen Mittelleiterzeiten schon des Öfteren aus Federbronzeblech gebastelt habe, war auch dies ein gangbarer Weg. Das Blech habe ich mit einer Schere in passende Streifen geschnitten und die Schnittkanten mit einer Feile geglättet. Das Loch für die Befestigungsschraube wird vorsichtig mit einer Feile und einer Menge Geduld, damit es nicht einknickt, aufgeweitet. Da das Federbronzeblech dicker als das Original Fleischmann-Zubehörteil ist, muss an einigen Stellen des Drehgestells vorsichtig Material entfernt werden, damit es nicht klemmt.
Beim Einbau der Radsätze unbedingt darauf achten, dass pro Drehgestell die beiden isolierten Radsätze auf einer Seite liegen. Den Austausch der Glühlampen gegen LEDs zeige ich hier am Steuerwagen. Nach Entfernen des Drehgestells und der Befestigungsschraube der Platine lassen sich die Birnchen mit einem Cuttermesser leicht herausziehen. Die SMD-LEDs in Rot und Weiß habe ich bereits mit den Anschlusskabeln versehen. Sie werden in ein Kunststoffröhrchen mit passendem Durchmesser, hier ist es die Aufnahme für einen Bowdenzug aus dem Flugmodellbau, mit Sekundenkleber befestigt. Die weiße LED wird in die obere und die rote in die untere Aufnahme der Glühbirnen geschoben. Die beiden Kontaktfahnen sorgen nach Festschrauben der Platine für den sicheren Halt der neuen Beleuchtung. Der Steuerwagen erhält einen Funktionsdecoder zur korrekten Ansteuerung des Spitzenlichtes. Hier werden nur zwei Funktionsausgänge genutzt. Wer mag, kann mit den freibleibenden Ausgängen noch eine Innenbeleuchtung ein- und ausschalten. Mit doppelseitigem Klebeband aus dem Automobilzubehör wird der Decoder unterhalb der Platine positioniert. Auf der Anlage ist er durch die Seitenfenster nicht zu sehen. Hier sind auf der Platine bereits die Leiterbahnen getrennt, die Kabel der LEDs und die passenden Vorwiderstände eingelötet. Der Decoder wird verdrahtet. Die Lichtausgänge habe ich entsprechend des NEM-Anschlussschemas farbkorrekt angeschlossen. Im Bild oben rechts seht ihr übrigens auch die kleine selbstgefertigte Lochstreifenplatine des Mittelwagens zur Stromversorgung. Lasst euch nicht von der Plus- und Minuskennzeichnung auf der Platine verwirren. Dies spielt zur Stromversorgung des Decoders im Digitalbetrieb keine Rolle. Die Arbeiten am Motorwagen werden in gleicher Weise durchgeführt. Jetzt ist mal wieder etwas Gestaltung angesagt. Hier wird der Mittelwagen mit Fahrgästen besetzt. Erstmalig nutze ich den zuvor schon eingesetzten Zwei-Komponenten-Kleber zur Befestigung der Figuren. Da ich für die Kabelverbindung nur Schrumpfschlauch in Blau hatte, habe ich diesen noch mit einem Filzschreiber schwarz eingefärbt. Bei der Endkontrolle mit dem Multimeter treten Fehler wie falsch gepolte oder fehlerhafte Steckverbindungen auf. Beim Zusammensetzen ist darauf zu achten, dass die Kabel mit gleicher Farbe auf gleicher Wagenseite liegen, sonst gibt es einen satten Kurzschluss. Mir bleiben an diesem doch recht betagten Fahrzeug noch einige Farbausbesserungen und ein abschließendes Altern. Vielleicht bekommt auch der Steuerwagen noch eine zusätzliche Kupplung, so dass ein Kurswagen angehängt werden kann.